Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas spontaneren Let's Play. Wie ihr hier seht, haben wir Hallo und herzlich willkommen. Tut mir leid, YouTuber sind meistens unvorbereitet. Ich zum Beispiel bin sehr unvorbereitet, aber wurscht. Das ist nämlich ein spontanes Let's Play. Ja, wir werden jetzt, wie ihr seht, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator zocken. Ja, fangen wir an. Design oder Go to Pizzeria? Ich glaube, wir wollen sie schon designen. Design your pizza. Sausage? Ja, Sausage. Mushrooms? Nein, nicht Peppers. Nein, es geht nicht wirklich nur darum. Go to Pizzeria. Nein, das ist nicht die ganze Zeit so. Ich sage Shift. Ui. Das wird noch nützlich, also. Ist hier ein FNAF-Game, ne? Du blockierst mich. Okay, man kann damit Pizza also betäuben. Genau, bleib hier oben. Geh mir am Arsch vorbei. Bleib gleich hier unten. Ah, verdammt. Du bist mir aber auf die Nerven. Wow, was ist mit... Oh. Ach so, Heilige, seht ihr? Nein, ich möchte nicht die Endrast aktivieren. Ja, jetzt ist ausgerastet. Oh, hi Baby. Soll ich dich savagen? Oder... Hi. Was soll ich tun? Oh. Fuck, soll ich jetzt schon savagen? Nee. Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, Ich kann sie aber nicht savagen. Was soll ich tun? Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ich schaue sie einfach nur an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hi, Baby. Hi. Hey.
Wie geht's dir so, Sex, Baby? Au, das lässt gleich meine Ohren zerspringen. Document results. Schau sie die ganze Zeit an, also. Begin audio prompt in 3, 2, Nein. 1. Nein. Sie hat mich angeschossen. It's a new day. Was It's zur- your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A Exotic gamble that comes with a butters. 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Nein. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. To me. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue during the day, which means more money in your pocket, ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it, and that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Ready? Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. Okay. I'm ready. Let's get started. Day one. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Great, that should be more than enough. Okay. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. Ich will das nicht haben. Ich will auch noch diese Dinge. Ja. Und das Blueprint Mode. Wie heißt sie? Wir haben keinen Animatronic, leider nicht. Alter, da bin ich gleich viel reicher, Junge. Geh gleich mal in den Katalog rein. Wow! Alter. Mr. Candle. Penstand. Bucketbox. Nein, ich will Penstand. Ja, Penstand. Atom Condition.
Fenstern, ja. Ist hier. Sold out already. Wir brauchen Paper Pots. Dann hätte ich noch gesagt, kaufen wir uns eine größere Maschine. Denn dieses mit einem Motorist. Happy Frog. Mr. Hippo. Candy Cadet. Ja. Das Blueprint Mode. Ja, jetzt haben wir Platz für noch einen. Ich glaube, ich kaufe mir einen Bucket Bob. Soll ich mir den kaufen? Ja. Ich meine, ich habe das Geld. Bucket Bob. 10 $. Bucket Bob! Safety straps on. Playtest. Yes. Nein! Nein! Das tut mir so leid. Ich bin so scheiße im Spiel. Nein! Ja! Ich hab 200 Punkte! Hilfe! Was tue ich hier? Play tokens left. $4. Nein. Ja, ich sehe jetzt nicht alles. Hier oben, das sehe ich nicht. Ja, wir haben noch $25. Hey! Take one. Aber wir haben nicht genug. Ja, dann. Finished. Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Ich glaube, ich habe noch nichts im Vents, also. Wenn ich jetzt gleich einen Jumpscare kriege, ich kacke mir in die Hose. In die Hose. Kack ich mir dann. Ehrlich. Ja, aber es scannt auch nichts, also. Passt das schon.
Muschen, die findet nichts, ne? Na, findet nichts, aber tut mir leid. Audio weg. Ja, ich hab so Angst. Ich meine. Wie lange dauert das denn bitte? Tasks back. Maintenance unclog toilets. Clean the ovens. Hey! Ich glaube, wir machen die erste. Wow, es wird extrem heiß. Das kann ich mir nicht erlauben. Wieso wird es eigentlich so heiß? Ich verstehe es nicht. Replace blobs. Ja, ich rede jetzt nicht viel, weil es halt. Great job! It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Unser Tag ist noch nicht. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside, but then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Ich werde die alle zurückwerfen, wenn mir das scheißegal ist. Eine. Lost. Oh, danke. Stan Pan. Also Pan Stan. Wie auch immer, ich werde gleich die Folge unterbrechen. Ich will noch eine Animatronic kaufen. Unavailable. Warum? Ich hab Penstan. Oh, deswegen. Unser Ship Offer. Accept. Habe ich gleich mal mehr Kohle. Kann ich mir gleich mal den Frog kaufen. Nee, darf ich nicht. Ich darf mit Markdown. Oh. Warum nicht? I am a candy cadet.
Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ich musste Space pressen. Ich habe gedacht, wenn das rauskommt, soll ich Space pressen, aber gut. Dann nicht so Stripes. Ein Disk. Ich glaube, ich mache das. Haben wir gleich mal mehr Platz, denke ich. Ich kaufe uns eine hellere Bühne. So. Mensch. Schau, jetzt kann ich mehr. Ich will Hippo. Blueprint Mode. Und Handstand. Ich bin so scheiße in sowas. Wisst ihr, wie scheiße ich in diesem Spiel bin? Ja, nee. Oder so kacke bin ich doch auch nicht. Ich treffe immer hier, ne? Ist irgendwie komisch. 0! Yes! Handstand und Mr.Hippo machen geile Arbeit. Ja. Ich muss mal ein bisschen was kaufen. Sold out. Liability Risk. Nix da. Gibt kein Risiko. Alter. Hab nicht genug Geld. Bitte, danke. Oh. Okay. Alter, ich hab 700. Gelbe nicht. So. Ja, ich werde jetzt die Folge unterbrechen. Also beenden. Hat mich sehr gefreut, Leute. Mein erstes FNAF-Game, das ich mit euch jetzt gespielt habe. Es werden noch ein paar Folgen kommen, natürlich. Ich weiß, die Leute denken sich jetzt natürlich, warum hast du es wieder reingeworfen? Nach hinten, Alter. Wieso hast du es in die Back Alley geworfen? Ich bin ganz schön Englisch. Wieso hast du es wieder in den Hinterhof geworfen? Und nicht gezählt? Das war ja ganz einfacher Grund, dass ich nicht wollte. Also wahrscheinlich wird
wird doch so sein, aber naja, obwohl das ist das Ending of Insanity, also ich wollte einfach nicht, dass ich wollte nicht, dass die Leute einfach irgendwo gibt's Risk. Ich habe Risk 9, wie tut man das? Nämlich dann können sie mich jumpscaren und so und ich bin ein Angsthase und deswegen mag ich das nicht. Kann ich noch was kaufen? Kann ich noch was? Ah ja, Fan. Den Fan müssen wir kaufen. So. Wo ist er? Oh, da ist er. Wie schön, Alter. Oh ja. Mr.Hippo ist unser bester Animatronik, weil Pen bewegt sich gar nicht. Das ist irgendwie schade. I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Noch okay Candy, mit euch. candy, candy. Ich werde sie bald unterbrechen, okay? Also, das mache ich noch mit euch und dann... Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ja gut, jetzt denke ich aber, ist es vorbei. Also, was? Wir haben $100 bekommen. Einfach so. Okay, gebe ich aus. Gebe ich aus. Wo steht das? Ah, hier. Seht ihr? Ja, wenn man $100 kriegt, sollte man sie sofort ausgeben. Ja, das war's jetzt aber wirklich mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einfach in die Comments, ob ihr mehr von dem sehen wollt oder nicht. Ja, also,